Im Herzen Norditaliens verbirgt sich ein Phänomen. Venedig, eine Stadt, die scheinbar über dem Wasser schwebt, ohne Straßen, ohne Autos, mit Kanälen anstelle von Straßen. Doch noch erstaunlicher ist etwas anderes. Die gesamte Stadt stützt sich buchstäblich auf einen Wald, Jahrtausende alte Holzpfähle, die vor vielen Jahrhunderten in den Grund der Lagune gerammt wurden. Wie ist so etwas möglich? Warum sieht es aus der Ferne so aus, als würden die Häuser über dem Wasser schweben? Das ist keine architektonische Illusion, sondern ein ingenieurtechnisches Wunder des Mittelalters, das bis heute lebt und atmet. Für diejenigen, die davon zum ersten Mal hören, ist es schwer zu glauben, wie kann Holz riesige steinerne und gemauerte Paläste, Kirchen und Plätze tragen? Vor über 1000 Jahren begannen die Baumeister, Baumstämme mehrere Meter tief in den Schlamm und weichen Boden der Lagune zu rammen. Diese Pfähle, die ständig im Wasser stehen, sind vor Sauerstoff und Mikroben geschützt und verrotten daher nicht. Das Holz ist tatsächlich härter geworden als ursprünglich und auf diesen uralten Fundamenten ist die ganze Stadt gewachsen. Aber warum macht man das heute nicht mehr so? Warum kennt fast niemand dieses Geheimnis? Wie konnte das überhaupt all die Jahrhunderte überstehen, ohne zu zerfallen? Und um darauf zu antworten, muss man unter Wasser hinabsteigen, zu den Wurzeln dieser Baumstadt. Unter den Straßen Venedigs befindet sich ein unsichtbarer Wald. Millionen von Holzpfählen reichen tief hinab und bilden ein Fundament, das so schnell keine Risse bekommt. Die ersten Pfähle wurden bereits in der Gründungszeit der Stadt im frühen Mittelalter gesetzt, als Menschen vor den Einfällen der Barbaren flohen und auf den sumpfigen Inseln der Lagune Zuflucht suchten. Jeder Stamm wurde sorgfältig ausgewählt. Am häufigsten wurden Eiche, Lärche, Erle und Hasel verwendet. Das Holz stammte aus den Wäldern Norditaliens und aus der Adria. Die Stämme wurden senkrecht eingerammt, bis sie auf eine feste Schicht oder dichten Schlamm stießen. Dort verharrten sie, wie die Wurzeln eines unterseeischen Baumes. Warum halten diese Pfähle bis heute? Der Schlüssel liegt in der anaeroben Umgebung unter Wasser. Ohne Sauerstoff zerstören Mikroorganismen das Holz nicht. Jahrhundertelang bleiben sie nahezu unvergänglich. Darüber hinaus dämpfen sie unter der Wasserschicht Schwankungen, verteilen die Last, absorbieren Vibrationen von Wellen und die Bewegungen der Schiffe. So wirkt dieser Wald unter den venezianischen Palästen wie ein einziger Mechanismus. Dabei stehen die Pfähle nicht einzeln. Zwischen ihnen wurden Holzbalken und Bretter verlegt, um einen Rohboden zu schaffen. Auf diesen Bodenbelag wurde eine dicke Schicht Lehm aufgetragen, dann kamen Steinplatten, Ziegel und Wände hinzu. So wurde das Fundament der gesamten Stadt mit einem Baum gekrönt. Man hätte erwarten können, dass die Holzstützen verrotten, die Steine sich verschieben oder die Häuser Risse bekommen, aber nichts dergleichen geschah. Warum? Die Antwort liegt in einer Kombination aus Geologie, Hydrodynamik und menschlicher Fürsorge. Vor allem ist die Lagune eine schwache, aber stabile Umgebung. Die Bewegung der Wellen und Gezeiten ist mäßig, das Wasser ist durch das offene Meer vor starken Wellen geschützt. Das Wasser hält den Boden feucht und verhindert sein Austrocknen, was dazu beiträgt, dass die Pfähle feucht bleiben. Außerdem verdichteten sich die Sand- und Schlammschichten um die Pfähle herum allmählich. Jedes Jahr wirkten die Lasten auf ihre Weise und schufen so eine stabile Struktur. Mit der Zeit verstärkten die Bewohner das Fundament regelmäßig. Sie schütteten Schlamm auf, fügten Ballastschichten hinzu und reparierten die Fundamente der Gebäude. Die Architekten achteten auf das Gewicht der Bauwerke und errichteten keine zu massiven Gebäude auf schwachen Abschnitten. Spätere Reparaturarbeiten umfassten das Injizieren von Zementmörtel ins Fundament, die Verstärkung der Uferlinien und den Bau von Stützmauern. Ein weiterer Punkt: Das Lagunenwasser ist kein aggressives Meerwasser. In Venedig vermischen sich Süßwasserströme mit dem salzigen Wasser der Adria, was die korrosive Wirkung verringert. Außerdem berücksichtigt die Architektur der städtischen Gebäude selbst das Setzungsverhalten. Wände und Fundamente wurden unter Berücksichtigung von Mikrobewegungen entworfen, mit Fugen, die sich anpassen können. Die Antwort lautet also: Die Stadt hält sich dank der Harmonie zwischen Natur und menschlichem Einsatz. Ein Unterwasserwald, eine sanfte Umgebung, Fürsorge und ständige Instandhaltung. Aber das ist noch nicht alles. Im Folgenden werden wir erklären, wie alles begann und warum das möglich ist. Um zu verstehen, wie Venedig entstanden ist, muss man in die dunklen Tage des Untergangs des Weströmischen Reiches zurückkehren. Im 5. Jahrhundert überzogen barbarische Invasionen Norditalien, Städte zerfielen, die Herrschaft brach zusammen, Flüchtlinge suchten Zuflucht. Damals zog sich ein Teil der Bevölkerung in die Sümpfe und Lagunen zurück, Orte, die als unpassierbar galten. Auf den kargen Inselchen zwischen den Sümpfen begannen sie, die ersten Siedlungen zu errichten, Holzhäuser, Stege, kleine Kirchen. Diese Inselchen schienen zunächst ohne Perspektive zu sein, schwankender Grund, Schlamm, Wasser unter den Füßen. Doch gerade sie boten Schutz. Der Feind konnte das Wasser nicht durchqueren, ein schneller Angriff war unmöglich. Nach und nach wurden die Siedlungen befestigt und durch Brücken und Stege miteinander verbunden. Bis zum 10., 9. Jahrhundert hatte die Lagune bereits die Form einer Stadt angenommen. Die Bewohner überlebten nicht nur, sie bauten Tempel, Kanäle und Lagerhäuser. Der entscheidende Punkt: Sie versuchten nicht sofort massive Steingebäude zu errichten.
Alles geschah schrittweise. Zuerst wurden leichte Holzkonstruktionen gebaut, dann wurde das Pflaster verstärkt und allmählich zu schwereren Materialien übergegangen. Das ermöglichte es dem System, sich nach und nach anzupassen. Und so wurde die Stadt, die aus der Flucht geboren wurde, zur wichtigsten Seerepublik, zum kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum des Mittelmeers. Als das hölzerne Gerüst gewachsen und verstärkt war, begannen die Bewohner damit, die Gebäude zu verkleiden und sie vor Wasser und Wind zu schützen. Stein wurde zum Schlüsselelement. Besonders geeignet in dieser Umgebung ist der istrische Kalkstein, dicht, widerstandsfähig gegen Salz und Erosion. Auf die Pfähle legte man dicke Platten und Ziegel und die Fassaden wurden mit Stein verkleidet, was Festigkeit und Wasserbeständigkeit verlieh. Eine Besonderheit: Bei der Verbindung von Stein und Holz wurde die Beweglichkeit berücksichtigt. Steinblöcke wurden auf schwimmenden Unterlagen platziert, die die Wellenstöße leicht abfederten. Die Ziegelwände wurden mit Dehnungsfugen konstruiert, damit bei Mikrobewegungen keine Risse entstehen. Für die inneren Schichten wurde eine Mischung aus Sand und Kalk verwendet, um die Drainage zu gewährleisten und die Feuchtigkeit leicht abzuleiten. Außerdem wurden Dächer und Fassaden häufig mit Wasserableitungen versehen, damit sich das Wasser nicht an den Fundamenten staut. Die Entwässerung im Inneren der Gebäude leitete Regenwasser in Kanäle oder spezielle Abflüsse. So konnte das Wasser nicht ins Innere eindringen und das Fundament nicht beschädigen. Mit der Zeit begannen Architekten, Stützmauern hinzuzufügen, die Ufer der Lagune zu verstärken und die Küsten zu erhöhen. Steinerne Uferpromenaden, die mit Wellenbrechern verstärkt sind, schützen vor Wellen und Gezeiten. Allmählich wurde die Stadt zu einer Harmonie zwischen Holz und Stein, zwischen der Flexibilität der Natur und der Strenge der Architektur. Auf einer Insel im Salzwasser zu leben bedeutet, eine der größten Herausforderungen zu meistern: Woher bekommt man Süßwasser? Im alten Venedig gab es weder eine Wasserleitung noch eine Versorgung vom Festland. Alles, was die Bewohner nutzen konnten, war Regenwasser. Aber wie konnte man es aufbewahren und trinkbar machen? Die Antwort ist ein geniales System von Zisternen, die unter den Plätzen vergraben wurden. Das Prinzip ist einfach und zuverlässig. In den Boden wurde eine dicke Schicht Lehm gelegt, die kein Wasser durchließ. Darüber wurde eine Filterschicht aus Sand und Kies aufgeschüttet. Die Oberfläche des Platzes wurde so gestaltet, dass das Regenwasser zu kleinen Öffnungen abfließen konnte. Diese führten ins Innere der Zisterne. Der Sand filterte den Schmutz und unter dem Lehm sammelte sich sauberes Wasser. So hatte jeder Hof, jeder Platz oder jede Kirche seinen eigenen versteckten Brunnen. Insgesamt gab es in Venedig etwa 600 solcher Brunnen. Sie dienten über Jahrhunderte als städtische Trinkwasserreserve. Selbst während Belagerungen oder Dürren retteten diese Vorräte die Einwohner. Und obwohl das Wasser heute zentralisiert vom Festland kommt, sind viele alte Zisternen noch erhalten, allerdings nur noch als dekorative Elemente. Man kann sie direkt auf den Plätzen sehen, runde Steinkonstruktionen, die einst lebenswichtig waren. Sogar das Süßwasser in Venedig ist das Ergebnis eines komplexen ingenieurtechnischen Ansatzes. Aber wohin fließen die Abwässer? Die Antwort überrascht nicht weniger als das Trinkwassersystem. In Städten sieht man normalerweise nicht, wohin das Wasser aus Waschbecken, Duschen und Toiletten verschwindet, aber in Venedig ist das anders. Hier fließt der Großteil der Kanalisation direkt in die Kanäle. Das klingt verrückt, aber es ist kein Scherz. Seit dem Mittelalter gab es hier ein System von unterirdischen Kanälen, die Gattolito genannt wurden. Das sind schmale Steintunnel unter den Straßen, die das Abwasser sammelten und direkt ins Wasser leiteten. Warum ist das so? Weil es praktisch unmöglich war, ein klassisches Kanalisationssystem auf dem schwankenden und feuchten Untergrund zu verlegen. Stattdessen verließ sich die Stadt auf Ebbe und Flut, die zweimal am Tag die Kanäle durchspülten und die Verschmutzungen mit sich forttrugen. Teilweise funktionierte das tatsächlich, besonders als es mehr Wasser und weniger Menschen gab. Doch heute, bei dem aktuellen Verschmutzungsgrad und dem Massentourismus, kommt das System nicht mehr zurecht. Im Sommer, bei Hitze und niedrigem Wasserstand, ist in manchen Gegenden ein Geruch wahrzunehmen. Einige Häuser sind bereits mit Klärgruben und Tanks ausgestattet, die manuell abgepumpt werden, aber die meisten leiten ihre Abwässer immer noch direkt in die Kanäle. Dieses Vorgehen sorgt für ökologische Kontroversen und Gesundheitsbedenken. Dennoch hat Venedig genauso über Jahrhunderte existiert. Aber wie sieht dann das tägliche Leben auf dem Wasser aus, wenn sogar die Kanalisation unter den eigenen Füßen verläuft? In Venedig gibt es keine Autos, keine Busse und keine gewohnten Straßen. Alle Fortbewegung erfolgt zu Fuß oder auf dem Wasser. Das Hauptverkehrsmittel sind Boote, Motorboote und die Vaporetto, Wasserbusse, die nach Fahrplan auf den Hauptkanälen verkehren. Es gibt Haltestellen, Linien, sogar Fahrkarten und Abonnements wie im normalen öffentlichen Nahverkehr. Sich in der Stadt zu bewegen ist nur auf 2 Arten möglich: über Brücken oder durch die Kanäle. Insgesamt gibt es hier über 400 Brücken und fast 200 Kanäle. Einige verbinden die Stadtteile, andere dienen als Grenzen der Viertel. Parkplätze sind hier Anlegestellen. Und Taxis, das sind private Motorboote, die man telefonisch bestellt.
Es gibt sogar Krankenwagen und Feuerwehrboote, die vollständig an das Leben auf dem Wasser angepasst sind. Der Güterverkehr erfolgt mit flachen Lastkähnen. Mit ihnen werden Lebensmittel, Möbel, Baumaterialien und sogar Müll transportiert. Jeder Dienst hat seine eigenen Boote: Polizei, Rettungsdienst, Wasserwerke. Venedig lebt nach seinen eigenen Regeln. Touristen bevorzugen oft Spaziergänge zu Fuß, so kann man die Atmosphäre der Stadt besser spüren. Für die Einheimischen aber ist das Wasser sowohl Straße als auch Gehweg. Gerade in diesem Alltagsleben liegt das Besondere von Venedig. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein Student, der hier lebt. Wie kommt man zur Universität? Ja, in Venedig gibt es eine Universität, eine der ältesten in Italien. Und sie liegt, wie alles andere auch, direkt über dem Wasser. Für die Studenten bedeutet das, jeden Morgen entweder zu Fuß über die Brücken oder mit dem Vaporetto, das nach Fahrplan wie ein Bus fährt. Wenn du zu spät kommst, musst du auf das nächste warten. Die Vorlesungen finden in Gebäuden mit Blick auf die Kanäle statt und der Weg zwischen den Fakultäten dauert oft länger als die Veranstaltungen selbst. In der Stadt gibt es Studentenwohnheime, aber nur wenige, deshalb mieten viele eine Wohnung. Die Miete ist teuer, besonders im touristischen Zentrum, deshalb wohnen viele Studenten im Stadtteil Mestre auf dem Festland und fahren mit dem Zug oder Bus. Das geht schneller, als man denkt. Die Freiheitsbrücke verbindet die Insel mit dem Festland und die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Das Studentenleben hier bedeutet ständige Anpassung ans Wasser. Sogar banale Dinge wie der Gang zum Supermarkt können sich in eine logistische Herausforderung verwandeln. Dafür haben sie aber die einzigartige Möglichkeit, in einer Museumsstadt zu studieren. Mittagessen mit Blick auf den Kanal, ein Seminar in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, Bibliotheken in einem Palazzo, all das ist hier Realität. Sogar die Ausbildung hier hat eine besondere Wasserspezifik. Aber lohnt es sich, so an dieser Stadt festzuhalten, wenn sie buchstäblich im Wasser versinkt? Das ist kein poetisches Bild, sondern eine wissenschaftliche Tatsache. Venedig sinkt langsam, aber sicher. Der Wasserspiegel in der Lagune steigt, während der Boden im Gegenteil allmählich absinkt, im Durchschnitt um 1 Millimeter pro Jahr. Es mag wenig erscheinen, aber über Jahrhunderte hinweg sind das bereits ganze 4 Zoll. Der Anstieg des Meeresspiegels hängt mit der globalen Erwärmung und dem Schmelzen der Gletscher zusammen. Außerdem hat die menschliche Aktivität im 20. Jahrhundert den Prozess beschleunigt. Das Abpumpen von Grundwasser, das Bohren von Brunnen, das zunehmende Gewicht der Gebäude, all diese Faktoren haben die Stabilität beeinflusst. Besonders gefährlich sind die hohen Fluten, die sogenannten Aqua Alta. Das sind Zeiten, in denen der Wasserstand über das normale Maß steigt und Straßen, Plätze sowie die Erdgeschosse der Gebäude überflutet. An solchen Tagen verwandelt sich die Stadt in ein Spiegelbild des Wassers. Die Einheimischen haben sich bereits daran gewöhnt. Sie ziehen Stiefel an und legen Stege aus. Doch langfristig ist Venedig ernsthaft bedroht. Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, könnten die derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen. Und genau deshalb haben die Behörden das MOSE-Projekt ins Leben gerufen. Ein groß angelegtes Schutzsystem, das die Stadt vor dem Wasser retten soll. Aber wie funktioniert dieser Schutzschild? Um Venedig vor dem Aqua Alta zu schützen, haben die italienischen Behörden eines der teuersten Ingenieurprojekte Europas gestartet: MOSE. Der Name ist eine Abkürzung auf Italienisch, klingt aber wie Moses. Das ist symbolisch. Das Ziel des Projekts ist es, das Wasser zu teilen, wie in der biblischen Geschichte. In Wirklichkeit sieht das so aus. Am Grund der Lagune sind riesige Stahltore installiert, die sich bei besonders starken Fluten heben und den Zugang des Wassers zur Stadt versperren. Insgesamt gibt es 88 solcher Barrieren. Sie sind an 3 Eintrittspunkten von der Adria in die venezianische Lagune platziert. Wenn das Wasser einen kritischen Stand erreicht, werden die Tore mit Luft gefüllt und heben sich, sodass eine Wand entsteht. Wenn sich der Wasserstand normalisiert, senken sie sich wieder ab. Die Idee wurde bereits in den 70er Jahren vorgeschlagen. Die Arbeiten begannen Anfang der 2000er Jahre. Die Fertigstellung war für 10 Jahre später geplant, aber das Projekt verzögerte sich wegen technischer Probleme, Korruptionsskandalen und Protesten. Erst im 21. Jahrhundert begann das System im Testbetrieb zu arbeiten. Die ersten Tests verliefen erfolgreich. Während einer besonders starken Flut im Jahr 2020 konnte MOSE die Überschwemmung des Stadtzentrums verhindern. Doch das Projekt bleibt teuer im Betrieb und ist nicht perfekt. Einige Experten bezweifeln, wie lange es den Naturgewalten standhalten kann, wenn sich das Klima weiter verändert. Ein solcher Schutzschild ist eine vorübergehende Lösung. Die Frage ist, wer und wie in dieser Stadt weiterhin leben wird und ob die Einheimischen bereit sind, sich mit den Veränderungen abzufinden. Mit jedem Jahrzehnt verliert Venedig Einwohner. Mitte des 20. Jahrhunderts lebten hier etwa 120.000 Menschen. Heute sind es kaum mehr als 50.000. Die Gründe sind offensichtlich. Erstens die hohen Wohnungspreise. Die Eigentümer ziehen es vor, ihre Wohnungen über Kurzzeitplattformen an Touristen zu vermieten, statt selbst darin zu wohnen. Zweitens die Unannehmlichkeiten des Alltags: Wasser, fehlende Autos, saisonale Überschwemmungen und schließlich der Mangel an Arbeitsplätzen außerhalb des Dienstleistungssektors.
Die Stadt wird zur Bühne für Touristen und nicht mehr zum Ort zum Leben. Geschäfte verwandeln sich in Souvenirläden, Cafés in Fotospots. Einige Straßen sind in der Hochsaison ohne Menschenmassen kaum passierbar. Die Bewohner sind vom Lärm, Gedränge und den hohen Preisen erschöpft und die Jugend zieht einfach weg. Besonders schwer haben es junge Familien. Kindergärten und Schulen gibt es zwar, aber sie sind schwer zu erreichen. Eltern mit Kinderwagen sind gezwungen, Brücken mit Dutzenden von Stufen zu überqueren. Medizinische und soziale Einrichtungen befinden sich oft auf dem Festland. Viele Experten warnen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte Venedig zu einem Freilichtmuseum werden. Schön, aber tot. Eine Stadt, in der abends die Lichter in den Fenstern erlöschen, in der Häuser wochenweise vermietet werden, aber nicht über Jahre bewohnt sind. Eine solche Herausforderung ist nicht nur ein lokales Problem, sondern ein Signal an die ganze Welt. Was passiert mit einer Stadt, wenn der Touristenstrom das Alltagsleben verdrängt? Aber vielleicht gibt uns Venedig doch eine Antwort? Venedig ist mehr als nur eine Stadt. Es ist eine lebendige Lektion. Ein Buch, geschrieben auf Wasser und Holz. Sie zeigt, wie der Mensch in der instabilsten Umgebung leben kann, indem er sich nicht auf Stärke, sondern auf Flexibilität verlässt. Hier wurde über Jahrhunderte nicht gegen die Natur gebaut, sondern mit ihr zusammen. Man hat das Land nicht entrissen, sondern sich an die schwankende Lagune angepasst, dem Wasser zugehört und seine Kraft respektiert. Die Stadt hat Millionen gelehrt. Architektur? Das sind nicht nur Fassaden, das ist Nachhaltigkeit, das ist Interaktion, das ist das Verständnis, dass jeder Eingriff in die Umgebung bewusst erfolgen muss. Heute, da sich das Klima wandelt, der Wasserspiegel steigt und Städte mit Überschwemmungen konfrontiert werden, wird die Erfahrung Venedigs besonders relevant. Ja, Venedig, du bist zerbrechlich. Ja, sie ist verwundbar, aber genau darin liegt ihre Stärke. Sie lebt, trotz des Drucks, der Materialermüdung, der Erosion, der Abwanderung der Bevölkerung. Jeder ihrer Steine, jeder Pfahl sagt, wir halten durch. Und genau dafür wird sie von Millionen geliebt. Man kann über die Zukunft der Stadt streiten, man kann sie kritisieren oder bewundern, aber eines ist klar, wenn Venedig verschwindet, ist das nicht nur ein Verlust für Italien, sondern für die gesamte Zivilisation. Denn Venedig ist eine Erinnerung daran, dass man selbst im Sumpf etwas Ewiges erschaffen kann. Und vielleicht ist das die wichtigste Antwort auf die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben, wie hält sich diese Stadt nach 1000 Jahren immer noch auf dem Wasser? Weil sie mit Verstand erschaffen und mit Liebe erlitten wurde.